Hey Leute, heute baue ich einen Bandschleifer mit dem, was ich so zu Hause habe. Zuerst habe ich mir Rollschuhrollen, die warum auch immer auf Skateboardachsen montiert waren, herausgesucht, weil sie mit fast ohne Spiel in die stabile Papprolle passen und ich die Kugellager später benutzen werde. Als Antrieb habe ich vor, diesen bürstenlosen Motor zu nehmen. Er kommt aus einem E-Bike Mittelmotor. Ich säge die Papprolle zweimal auf 15 cm ab. Das werden die Walzen sein, auf denen das Schleifband laufen wird. Für die Walze ohne Antrieb schraube ich einfach 2 Rollschuhrollen in die Papprolle fest. Damit habe ich mir die Arbeit erspart, neue Scheiben aus Holz herzustellen. Bevor ich die zweite Walze festschraube, benutze ich eine Achse, um die Kugellager auszurichten. Zufälligerweise passt eine Riemenscheibe ganz genau in die Papprolle. Die verwende ich als Schablone. Dann säge ich die 2 Holzscheiben mit der Stichsäge aus, bohre ein Loch in der Mitte und stecke eine Schraube rein, um sie dann mit der Standbohrmaschine zu drehen und zu zentrieren. Bevor ich die Holzscheiben in die Papprolle festschraube, bohre ich vor, um das Splittern des Holzes zu vermeiden. Hier stecke ich wieder eine Achse hinein, um alles so gut wie möglich zu zentrieren. Als Achse für den Antrieb benutze ich eine M8 Gewindestange, die ich einfach direkt ins Holz reinschrauben kann. Die Schraubenköpfe dürfen natürlich nicht hervorstehen, deswegen muss ich sie nochmal rausschrauben und versenken. Die nicht angetriebene Walze wird man im Winkel einstellen können. Ich mache gerade die Halterung dafür. Sie besteht aus 2 Vierkantrohren aus Stahl. Ich flexe eine Nut in jedes Rohr, um die Position der Achse einstellen zu können und damit auch den Winkel. Die Achse wird von 2 Gleitern mit angeschweißten Schrauben gehalten. So kann das Schleifband mit Hilfe von 2 Muttern gespannt und ausgerichtet werden. Das Ganze montiere ich mit Hilfe von 2 Stützwänden auf 2 zusammengeleimte Bretter. Und jetzt kann ich die nicht angetriebene Walze auf den Stützwänden befestigen. Wenn gleichzeitig beide Muttern gedreht werden, spannt man das Schleifband. Falls das Band zu weit nach rechts oder nach links läuft, kann man das mit einer der beiden Muttern korrigieren. Die Lagerhalterung für die angetriebene Walze habe ich schnell konstruiert und lang mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Weil die Lager in der Halterung zu viel Spiel hatten, mussten sie noch eingeklebt werden. Ich hatte halt keine Lust, sie nochmal zu drucken. Die Walzen haben eine kleine Unwucht. Ich schleife sie mit der Flex rund. Dann montiere ich das Schleifband und stelle die Walze so ein, dass das Band in der Mitte bleibt. Es ist ziemlich mühsam, das einzustellen, aber nach ein paar Versuchen klappt das dann auch. Der erste Test mit einer Bohrmaschine als Antrieb. Für einen Bandschleifer ist es wichtig, dass das Band von unten gestützt wird. So kann man dann auch gerade schleifen. Gleich danach beschäftige ich mich mit dem Motorträger. Ich habe vor, den Motor unten zu befestigen. Dafür säge ich mir 2 Seitenwände aus, um die Maschine nach unten zu erweitern. Auf einer der beiden wird der Motor versenkt und festgeschraubt. Ich habe mich doch für einen normalen Bürstenmotor entschieden, weil ich keinen funktionierenden Controller für den anderen bürstenlosen hatte. Weiter geht's mit dem Antrieb.
Die Kraft wird mit einem Keilriemen übertragen. Die Riemenscheibe, die auf der Gewindestange ist, wird einfach mit 2 Kontermuttern gehalten. Der Schönheit halber werden noch 2 Platten montiert, eine vorne und eine hinten. Nach ein paar vielen Tests hat sich ergeben, dass sich ziemlich viel Staub in der Maschine ansammelt. Hierfür wird eine Nut gefräst und ein Loch in die linke Seite gebohrt. Diese beiden werden mit einem Kanal verbunden, der den Staub direkt in den Staubsaugerschlauch führen soll. Ich kann den Kanal auf der linken Seite nicht kleben, sonst würde man das Schleifband nicht so leicht wechseln können. Ich muss ihn aber festschrauben, um den Schlitz ein wenig zu verschließen. Hier noch ein paar Tests. Die Maschine ist bereit für den Einsatz und funktioniert gut. Die Nachteile sind, um ein verschlissenes Schleifband zu ersetzen, braucht man ca. einen Tag Arbeit, weil man die Maschine fast ganz auseinanderbauen muss. Und ich hätte die Standardbreite der Schleifbänder vorher prüfen sollen. Meine Walzen sind 15 cm breit. Als ich mir das Schleifband kaufen wollte, fand ich nur 10 oder 20 cm breite Bänder. Ich habe die 20 cm breiten gekauft und 5 cm davon abgeschnitten. Dafür baue ich mir vielleicht eine kleinere Schleifmaschine. Aber das ist für ein anderes Video. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!